Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und heute räumen wir zusammen mein Subregal auf. Es herrscht Chaos. Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch erinnert. Ich habe schon mal in einem Video dieses Regal hier hinter mir schön gemacht, habe das alles nach Farben sortiert, die Bücher, und einfach ein bisschen schöner sortiert. Genau das soll heute auch mit meinem Subregal passieren. Alle Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, stehen nicht hier in meinem normalen Bücherregal, das ihr immer hinter mir seht, sondern in einem extra Regal im Arbeitszimmer. Zum einen aus Platzgründen, andererseits, weil ich auch einfach gerne die gelesenen und die ungelesenen Bücher getrennt voneinander stehen habe. Also ich mische nicht gerne gelesen und ungelesen, weil da habe ich das Gefühl, ich blicke gar nicht mehr durch und verliere komplett den Überblick darüber, welche ich jetzt schon gelesen habe und welche nicht. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich aber auch den Überblick über mein jetziges Subregal, obwohl die Bücher getrennt stehen, verloren habe. Denn dieses Regal ist nicht nur komplett mit ungelesenen Büchern gefüllt, es stehen nämlich auch noch andere Sachen mit drin, wie DVDs habe ich aktuell da mit drin stehen und so ein paar Ratgeberbücher und halt Ordner. Heißt, was ansteht, ist aussortieren. Bei diesen Sachen aussortieren. Bei den Ordnern natürlich nicht, aber bei den DVDs und bei diesen Ratgeberbüchern. Ich höre jetzt auf zu quatschen. Wir legen los. Das ist das gute Stück. Das ist das Regal, um das es hier heute geht. Mein Subregal. Und einmal ganz kurz eine Info vorweg. Es sind im Nebengebäude leider gerade Renovierungsarbeiten. Das heißt, es wird mitunter etwas laut mit Gehämmere und Gebohre. Ich kann es leider nicht ändern. Es tut mir leid. Aber wir müssen das heute ignorieren. Und ich möchte es jetzt nämlich auch endlich gemacht haben mit dem Regal. Weil ich glaube, man erkennt das Problem ziemlich schnell. Es ist ein Platzproblem. Ich habe 3 Fächer für meine Bücher und darunter ist noch anderer Kram. Da ist nämlich ein komplettes Fach nur mit DVDs und darunter sind nochmal so andere Bücher, auch so zum Thema Schwangerschaft und Erziehung. Und darunter sind halt Ordner. Und die Ordner bleiben natürlich in diesem Regal drin. Wir sind ja hier im Arbeitszimmer, da brauchen wir die Ordner. Aber ich werde bei den DVDs radikal aussortieren. Die sollen nämlich nicht mehr hier im Regal stehen, beziehungsweise ich will sie nicht mehr haben. Ich brauche sie nicht mehr. Sie nehmen nur Platz weg, verstauben. Ich gucke keine DVDs und ich gucke mir auch meine Lieblingsserien nicht mehr auf DVDs an. Deswegen werde ich mich davon trennen und habe dadurch schon allein ein komplettes Regalbrett gewonnen. Und von dem da drunter mit diesen Kindererziehungsbüchern und so weiter, da wollte ich auch mal durchgucken, ob ich da auch wirklich alles noch von brauche. Man sieht, ich musste halt schon 2 reich stellen und das will ich halt im Idealfall nicht mehr. Aus dem einfachen Grund, dass da nämlich Bücher, die auf dem Sub liegen, einfach vollkommen in den Hintergrund rutschen. Ich habe die dann überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, weil ich sehe sie nicht mehr. Und deswegen möchte ich das halt nicht mehr. Ich möchte sie nicht mehr zweireihig stehen haben. Außerdem möchte ich da ein bisschen Ordnung drin haben. Ich möchte nämlich gerne nach Genre sortieren, weil ich finde, das macht bei einem Subregal somit am meisten Sinn, weil man guckt ja, auf welches Genre habe ich gerade Lust. Und dann kann man da nämlich ganz einfach durchschauen. So, ganz kurze Info. Ich habe hier noch ein zweites kleines Regal stehen. Das ist ein kleines Billy und da steht aktuell ein Buch drin. Da sammle ich nämlich immer so Neuzugänge und Rezensionsexemplare, dass die nicht untergehen, damit ich halt weiß, okay, die muss einmal die Rezensionsexemplare, dass ich die halt vorziehe. Und andererseits sammle ich da Neuzugänge, also die Bücher, die neu bei mir eingezogen sind, die ich noch nicht in einem Neuzugänge-Video gezeigt habe, weil sonst verliere ich da nämlich auch den Überblick. So, das heißt, hier habe ich dann nämlich auch nochmal, also das obere Fach werde ich halt weiter für diesen Zweck nutzen, Rezensionsexemplare und Neuzugänge, aber das untere Fach kann ich ebenfalls dann noch für den Sub nutzen. Los geht's! Also das Fach ist schon mal komplett leer. Und bei dem Fach habe ich einige so Familien-DVDs rausgeholt, die ich auf jeden Fall behalten möchte, weil das sind halt Familienfilme, selber gefilmt. Und ja, da werde ich mal durchgucken, was ich brauche und was nicht. Und dann ist erstmal ganz dringend Staubwischen angesagt. Also alle Bücher raus. Vor allem auch mal hier die ganzen Rebuy-Sticker abknibbeln, wäre auch mal eine Maßnahme. Alle Bücher raus. Und dann
durchstaubwischen. Und dann geht es ans Sortieren, würde ich sagen, nach Genre. Das wird auch eine Aufgabe sein. Also so auf einem Haufen betrachtet ist das schon echt viel. Wie hoch ist mein Sub aktuell? Also ich kratze jetzt aktuell an der 100. Vor allem, weil auch noch ein großes Paket unterwegs ist zu mir. Ich habe es schon wieder getan. Ich habe schon wieder eingekauft. Bei mir ist es immer so, ich versuche das, wenn ich Phasen habe, in denen ich kaum zum Lesen komme, kompensiere ich das mit Bücher kaufen. Weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ja, aber das ist der Sub, so ein paar Stapel. Und ja, ich wische jetzt das Regal aus. Hier es ist so gut wie leer, bis auf das da unten. Achso, ja, da liegt, die kommt auch noch weg. Und da bin ich mal sehr gespannt. Freue mich auf Sortieren. Ich bin ja mal sehr gespannt, von welchem Genre ich am meisten Bücher haben werde. Ich habe eine Vermutung, aber das werden wir dann gleich wahrscheinlich sehen können. Es wird immer schlimmer mit der Bohrerei. Oh Mann, ey. Also, wir ignorieren das jetzt. Bevor ich mich ans Staubwischen mache, gucke ich jetzt einmal hier durch. Also ich weiß beispielsweise, dass ich diese Bücher hier nicht mehr brauche, weil da gucke ich eh nicht mehr rein. So. Reiseführer behalten wir auch. Boah, ey, schön, oder mal, ich schwitze so sehr. Das hier ist übrigens was, das fand ich mal richtig cool. Das habe ich mal geschenkt bekommen. 642 Things to Write About. Es gibt halt so ein Buch und es gibt Anregungen, wenn man schreiben möchte, aber nicht direkt weiß, worüber. Gibt es dieses Buch hier, Anregungen. Ich habe das eine Zeit lang auch genutzt. Ich habe aber nicht da reingeschrieben, weil mir das irgendwie zu schade war. Also die Seiten sind alle frei. Hier beispielsweise: Pick a classic fairy tale and set it in your modern day hometown. So, solche Ideen, solche Anregungen werden einfach gegeben. How someone saved your life. Write a love scene from the point of view of your hands. Also das ist schon sehr, sehr alt. Ich weiß nicht, ob man das noch irgendwie kriegt. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr coole Idee. Das ist, hier steht, nicht, ob man es lesen kann, by the San Francisco Writers Grotto. Ich kann mal versuchen, ob ich irgendwas finde, ob es das tatsächlich noch zu kaufen gibt oder so, und verlinke euch das mal in der Infobox, weil das vielleicht für manche von euch interessant ist, die gerne schreiben möchten, aber um erstmal irgendwie reinzukommen oder so, um da so ein paar Ideen zu sammeln, könnte das auf jeden Fall was für euch sein. So, jetzt sind wir hier fertig und können loslegen mit Saubermachen und Sortieren. Ich bin gerade so ein bisschen überwältigt von der Aufgabe. Ich weiß auch nicht so genau, wie ich anfangen soll. Gut, ich nehme einfach die Bücher von hier hinten und mache mir hier Stapel. Einfach anfangen. Ich wollte, während ich jetzt sortiere, wollte ich auch noch was dazu sagen, weil ja in den letzten, ich glaube, es waren noch tatsächlich 2 Wochen, kein Video kam. Und das war natürlich nicht so beabsichtigt, das sollte natürlich nicht so sein. Aber es hat mich vollkommen aus den Socken gerissen. Ich war krank ohne Ende. Und ich lag auch wirklich fast komplett 2 Wochen im Bett, unfähig, irgendwas zu tun. Deswegen ja, musste ich halt leider 2 Wochen hier pausieren und hat mich sehr geärgert, muss ich sagen, weil ich habe mir eigentlich immer zum Ziel gesetzt, dass wirklich halt jede Woche hier ein Video online kommen soll und halt auch gucke, dass ich immer rechtzeitig vorproduziere, aber es war aus sämtlichen, also
es ging einfach so viel schief. Also es war halt dann nicht nur ich krank, sondern vorher halt auch noch mein Sohn. Und ne, wenn das Kind krank ist, dann bleibt man ja auch zu Hause und kann halt auch irgendwie gar nichts wirklich machen. Daher, ja, und dann habe ich es halt gekriegt, ne? Und halt auch nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig. Aber jetzt, Gott sei Dank, bin ich wieder auf der Höhe. Und ich hoffe, dass das nicht nochmal passiert, dass ich es jetzt hinkriege, dass auch wirklich kein Donnerstag mit einem Video mehr ausfällt. Es ist euch bestimmt auch aufgefallen, dass kein Reading-Vlog für Juni online kam, eben halt auch aus dem gleichen Grund. Ich habe im Juni gar nicht gelesen, fast. Ich habe gerade mal endlich ein wenig Leben beendet und das war es halt auch. Wie viele Seiten hatte ich noch in Ein wenig Leben? 100 Seiten. Also das war auch ungefähr so das, was ich komplett im Juni gelesen habe, glaube ich. Und da lohnt dann halt auch wirklich kein Reading-Vlog. Muss man so sagen. Altera, ich glaube, das ist Dystopie, ne? Kommt auf den Dystopie-Stapel. 3 Bücher liegen auch noch an meinem Bett. Die hole ich gleich auch noch. Das sind übrig gebliebene Bücher von einer Leseliste von vor 6 Monaten oder so. Und die liegen immer noch. Ich habe mir meine Leseliste, die Bücher von meiner Leseliste immer so ans Kopfteil vom Bett gestellt oder auf meinen Nachttisch, weil ich sie so präsent habe. Aber das sind halt einfach so 3 übrig gebliebene Bücher, die da seit Monaten stehen und einfach noch nicht gelesen wurden. Und das ist, ich will ja aktuell von dieser klassischen Leseliste so ein bisschen weg. Deswegen werde ich die gleich auch noch holen und dann hier mit einsortieren. Also das sieht jetzt hier gerade nicht so schön aus, aber das ist das Ergebnis und wie erwartet, ich habe am meisten Fantasy. Das sind nämlich hier diese 2 Stapel. Dann habe ich hier einmal Dystopie. Hier, ja, so Frauenromane, beziehungsweise ich nenne es jetzt mal General Fiction. Die 2 gehören auch dazu. Dahinter liegen so moderne Klassiker, nenne ich es jetzt mal. Chick-Lit, Thriller und Krimis habe ich auch einige. Das ist hier, habe ich jetzt mal ja, so General Fiction für Jugendliche genannt. Also jetzt nicht speziell Thriller oder sowas für Jugendliche oder Fantasy, sondern halt ja, Contemporary Bücher für Jugendliche. Wobei ich bei dem hier nicht so genau weiß, wie das einzuordnen ist. Ich kenne das Buch nicht. Ich habe das irgendwann mal vor Ewigkeiten, da hatte ich noch den alten Bücherblog, also es ist sau lange her, lag das überraschend in meinem Briefkasten, wurde mir vom Autor zugeschickt und ich habe es bis heute noch nicht gelesen, aber ich finde, der Klappentext klingt eigentlich gar nicht so doof. Deswegen wollte ich da immer mal reinlesen. Und dann hier so ein paar Einzelexemplare. Steampunk, Kinderbuch. Das hier ist die Ur-Pippi, also so wie Astrid Lindgren ursprünglich Pippi Langstrumpf geschrieben hat. Das ist nämlich nicht ohne, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Es wurde nämlich dann in der Version, die letztendlich erschienen ist, sau viel geändert und irgendwie auch rausgestrichen. Pippi Langstrumpf wurde ja auch ursprünglich abgelehnt und das ist hier so die Fassung, die Astrid Lindgren sozusagen bei einem Verlag eingereicht hat. Dann habe ich hier noch Non-Fiction, New Adult, ein Buch und historisch. Und das ist es. Achso, ich habe die 3 vom Bett vergessen, die hole ich jetzt noch. Und dann sortiere ich ein und ich freue mich mega und bin gespannt, ob die alle passen. Ich fange ganz oben mit Fantasy an. Ob ich jetzt innerhalb von Fantasy auch nochmal sortiere, vielleicht nach Jugendbuch und nicht. Mal gucken, keine Ahnung. Ich mache einfach mal. Erst alle Hardcover, machen wir es so. Ich freue mich ja immer noch so sehr hier drauf. So. Am liebsten alle sofort lesen. Juli läuft lesetechnisch übrigens ganz gut. Ich lese gerade 2 Bücher gleichzeitig. Hörbuch habe ich aktuell pausiert, weil ich eigentlich gerade aktuell gar nicht so gerne Hörbuch höre.
Ist aber auch nur so ein temporäres Ding. Manchmal habe ich das. Aber lesen geht eigentlich ganz gut gerade. Ich glaube, ich muss auch legen und übereinander stapeln. Ich überlege gerade, oder beziehungsweise ich überlege ja immer, ob man wirklich Platz spart, wenn man die Bücher ins Regal auch so legt zum Teil. Ich glaube, da kommen wir nicht drum herum. Ich probiere es mal. Ist schon ein bisschen Platz gespart. Und dann machen wir die Broschüren und dann die Taschenbücher. Und ich habe es eben schon gesagt, dass ein Paket mich noch erreichen wird. Demnächst gibt es natürlich auch ein Video zu. Und dann weiß ich, im August wird eine Neuerscheinung bei mir einziehen, die mir vom Verlag zugesagt wurde und auf die ich so gespannt bin, auf die ich mich extrem freue. Und so, hallo. Und sonst wird aber vorerst nicht so viel Neues dann bei mir einziehen, weil ich muss sagen, für mich ist halt so 100 ist beim Sub für mich so die Grenze. Und ich glaube, jetzt mit dem Paket, das demnächst kommt, bin ich drüber. Und das heißt für mich, ich möchte, es ist nicht so dieses auferlegte Buchkaufverbot, was viele ja auch ganz gerne machen. Aber ich möchte halt dann jetzt auch erstmal echt Sub ab statt aufbauen. Das ist mir definitiv dann zu viel. Das sieht dann jetzt halt komisch aus, ne? Weil jetzt dann auf einmal wieder gebundene Bücher kommen, aber wir lassen das jetzt so. Aktueller Zwischenstand. Ja, läuft. Es sieht auf jeden Fall schon mal schöner aus als vorher. Und ich bin gerade auch sehr positiv eingestellt, dass die Bücher alle da reingehen. Fertig! Und ich bin so happy damit. Ich bin so froh, dass ich das endlich angegangen habe. Das war nämlich so ein Ding, das ich auch schon ewig vor mir hergeschoben habe. Es hat mich so gestört, dass dieses Regal hier einfach nur absolutes Chaosregal war. Und jetzt sieht es wirklich schön geordnet aus. Und das Beste, es ist noch Platz. Heißt, ich kriege meine Bestellung, die jetzt bald ankommt, kriege ich auch noch unter. Und da freue ich mich saumäßig drüber, weil ja, ich finde, es sieht einfach echt schön aus. Ich gebe euch jetzt noch eine kleine Tour. Und ja, wenn ihr das Regal auch schön findet, nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben. Genau an dieser Stelle, am besten direkt jetzt. Also, oberstes Regal, Fantasy, ein Regalbrett reicht nicht aus. Da geht es hier noch weiter und dann kommt Dystopie. Ich könnte jetzt natürlich auch noch so thematisch hier so ein bisschen was machen. Zeitreise oder Zeitschleife zusammen. Hier geht es jetzt weiter mit Jugendbüchern, so General Fiction. Dann geht es über in Krimi und Thriller. Manche Bücher könnte auch gut sein, dass ich die vielleicht so ein bisschen falsch einsortiert habe. Bei dem hier bin ich mir gerade unsicher. Worum geht's denn? Das wird sich dann zeigen. Ist dann ja auch nicht so schlimm. So, und dann geht es nämlich hier weiter mit, ja, da sind noch Krimi und dann halt Frauenromane und dann hier so moderne Klassiker. Und ganz unten ist dann Chick-Lit und halt so die vereinzelten Bücher. Und wie ihr seht, es ist noch richtig Platz. Und das Coole ist, ich konnte halt die Bücher, da war ich mir nämlich erst unsicher, ob ich die noch unterkriege. Die habe ich jetzt hier reingestellt und darüber ist auch immer noch komplett frei, um halt dann die Neuzugänge zu sammeln und die Rezensionsexemplare hinzustellen. Und da freue ich mich sehr drüber. So, nochmal der Gesamtanblick.
Ich bin happy. Es ist so viel schöner als vorher und so viel übersichtlicher. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei wart und mich dabei begleitet habe, wie ich mein wunderschönes Subregal aufgeräumt habe. Demnächst gibt es dann wohl auch mal wieder ein Video mit 5 vom Sub. Muss ich mal gucken, welche ich im Rahmen dieser Videoreihe noch nicht vorgestellt habe. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen und sage bis dann und schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr jetzt ein Buch gesehen habt, das aktuell auf meinem Sub liegt, von dem ihr sagt, Pia, lies das sofort. Schreibt mir dieses Buch in die Kommentare. Bis bald. Tschüss.